Fragst du dich auch manchmal, wieso Probleme überhaupt entstehen? Oder wüsstest du gerne, wie du dich von dem Wunsch nach Bestätigung befreien kannst? Dann kann dir dieser zweite Teil zur Individualpsychologie von Adler einige interessante Denkanstöße und Impulse geben. Doch zunächst eine kurze Bitte an dich. Das Video ist super kurz, also leg doch für die paar Minuten alle möglichen Ablenkungen beiseite. Denn wenn du deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, hast du persönlich am meisten davon. Wie gesagt, dies ist das zweite Video zur Individualpsychologie von Adler. Wenn du das erste noch nicht angeschaut hast, mach das doch noch kurz. Du findest es oben in der Infokarte oder auch in der Beschreibung. Kurz zur Wiederholung. Der Psychologe Adler war ein Schüler von Freud und dennoch lehnt er Traumata in seiner Individualpsychologie ab. Stattdessen legt er dem menschlichen Handeln eine Zukunftsbezogenheit zugrunde. Dabei geht er stets vom Guten im Menschen aus. Machen wir also weiter und gehen wieder ins Detail und schauen uns an, was Adler zu der Entstehung von Problemen sagt. Dazu stellt er die These auf, dass alle Probleme zwischenmenschliche Beziehungsprobleme sind. Das begründet er damit, dass wir, um ein Problem entstehen zu lassen, immer mindestens eine weitere Person benötigen. So können Selbstzweifel nur durch den Vergleich mit anderen entstehen. Um uns einsam zu fühlen, benötigen wir andere Menschen, die wir als Gruppe oder Gemeinschaft wahrnehmen. Und auch um uns klein zu fühlen, benötigen wir andere Personen, die größer sind als wir. Die zwischenmenschlichen Beziehungsprobleme sind laut Adler die Grundlage für Konkurrenzdenken und Minderwertigkeitsgefühle. Dabei sieht Adler Minderwertigkeitsgefühle erstmal als nichts Schlechtes an. Schließlich hat diese jeder mal und sie bestärken ein Streben nach Wachsen und Stärken. Anders sieht Adler Minderwertigkeitskomplexe. Diese definiert er als einen abnormen psychischen Zustand, welcher aus einer Mischung von Überzeugungen und Emotionen zusammengesetzt ist. Dabei werden Minderwertigkeitsgefühle als Ausrede benutzt, etwas Bestimmtes nicht zu tun. Adler definiert zudem noch den Überlegenheitskomplex. Dieser ist eine Form des Minderwertigkeitskomplexes. Um Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, verbindet man sich mit einer Autorität und fühlt sich damit überlegen. Beispiele dafür sind dicke Autos, einfaches Prahlen und Angeben oder auch starke Marken wie Apple. Doch wie kannst du diese zwischenmenschlichen Beziehungsprobleme lösen oder gar im Keim ersticken? Dazu musst du dich laut Adler von dem Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung befreien. Denn der Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung ist ein egozentrischer. Stattdessen solltest du dich selbst akzeptieren und dich annehmen, so wie du bist. Du musst also für dich selbst die Selbstbestätigung durch Selbstakzeptanz ersetzen. Denn dann brauchst du keine Bestätigung mehr von außen und kannst anfangen zu vertrauen. Zudem gibt dir das Loslassen von dem Wunsch nach Bestätigung eine enorme Freiheit, das zu tun, was du für richtig und gut hältst. Denn was die anderen von dir halten, ist deren Problem und nicht deins, was uns zu der nächsten Erkenntnis von Adler führt: das Abweisen von Aufgaben der anderen. Adler ist auch der Überzeugung, dass wir uns nicht in die Aufgaben von anderen einmischen dürfen. Denn dies erzeugt nur Konflikte. Adler wendet dies auch auf die Erziehung von Kindern an. Eltern sollten ihre Kinder nicht dabei kontrollieren, ob sie lernen oder ihre Hausaufgaben machen, denn dies ist die Aufgabe der Kinder. Natürlich können und sollen die Eltern Unterstützung anbieten, wo immer das Kind welche wünscht oder braucht. Zudem lehnt Adler das Bestrafen sowie das Loben ab, denn dies erzeugt neben einer Abhängigkeit auch eine vertikale Beziehung, in der eine Person hierarchisch über der anderen steht. Adler präferiert horizontale Beziehungen zwischen Menschen, in denen kein Mensch über dem anderen steht. Anstatt zu loben, kannst du deine Dankbarkeit ausdrücken, um eine horizontale Beziehung zu fördern. Die Erkenntnisse aus Adlers Individualpsychologie sind für mich sehr inspirierend. Sie geben mir eine fundierte Grundlage, mehr Verantwortung für mein Handeln und Wohlergehen zu übernehmen. Von daher, lass dich inspirieren und mach was aus deinem Leben. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.